Hi, mein Name ist Fabian Stehler. Ich mache meine Ausbildung zum Informatikkaufmann bei der Metro Systems in Düsseldorf. Egal ob Klassik oder Rock, seit Jahren spiele ich leidenschaftlich Gitarre. Und jetzt zeige ich euch meinen Arbeitsplatz und wie wir bei der Metro Systems so arbeiten. Man muss sich den Beruf hier grundsätzlich nicht so vorstellen, dass man wirklich nur den ganzen Tag am Büro sitzt. Natürlich sind wir ein IT-Unternehmen, das heißt, wir sitzen sehr viel am Rechner. Vor allem ist es aber auch generell als Kaufmann wichtig, den Kontakt zu pflegen. Das Beste für mich bei der Ausbildung ist die Internationalität, dass wir also immer mit ausländischen Kollegen zusammenarbeiten, ob persönlich oder halt per Telefon, Videokonferenz, und dass auch wirklich viel und hauptsächlich Englisch gesprochen wird im täglichen Business. Mir gefällt es hier einfach richtig gut, weil wir immer im Team arbeiten. Die Teams sind einfach super hier, man fühlt sich hier pudelwohl und die Arbeit, die ich mache, die macht einfach riesig Spaß und das ist das, was mich dann auch jeden Morgen dazu animiert, hier wieder mit einem guten Gefühl hinzukommen und Spaß daran zu haben, hier arbeiten zu dürfen. Es läuft dann halt zum Beispiel so ab, dass wir eine Anfrage bekommen. Jemand möchte zum Beispiel in einer Software, in einer Benutzeroberfläche einen anderen Button eingefügt haben und wir sind dann die Person, die quasi vermitteln zwischen dem Kunden und der technischen Abteilung. Ich bin ein großer Fan der Technik, schon immer gewesen. Auf der anderen Seite mag ich aber auch das Kaufmännische. Und das ist der Beruf für mich, der quasi genau das widerspiegelt, was ich auch später machen möchte. Bei der Metro Systems wird grundsätzlich nur nach Bedarf ausgebildet. Das heißt, wenn ich meinen Job gut mache und wenn man mit mir zufrieden ist, bekomme ich auch nach der Ausbildung ein Jobangebot bei der Metro Systems. Jetzt geht's auf zum Proberaum, wo wir mit der Band ein bisschen abrocken werden. Jetzt sind wir im Proberaum angekommen, packen die Sachen schnell aus und dann geht's auch schon los. Die Gitarre ist bei uns in der Familie halt wirklich das Instrument schlechthin. Deshalb gab es für mich bei der Auswahl auch gar kein anderes Instrument. Meine erste Gitarre habe ich bekommen, da konnte ich noch nicht mal richtig halten und habe dann irgendwann die E-Gitarre für mich entdeckt. Habe dann auch eine Zeit lang in der Band gespielt, irgendwann dann weniger. Jetzt ist es wieder ein bisschen mehr geworden. Also das ist einfach mehr oder weniger eine Garagenband, so ist die Band entstanden. Jetzt mittlerweile versuchen wir das schon professionell zu machen. Wir haben jetzt unsere erste Single aufgenommen. In der Band zu spielen ist natürlich sehr, sehr viel mit Teamplay zu tun. Dass man sich darauf einstellen muss, wie die anderen spielen die lauter, spielen die leiser. Man muss also wirklich versuchen, da die Konstante zu finden und dass es alles vom Ton und vor allem auch vom Rhythmus hinterher passt, dass die Musik, die am Ende dabei rumkommt, dann einfach nur noch gut klingt.